vow, as I stand in this squared circle, which sits on the Mother Earth, that my braves and my warriors fought on, that I will keep the tradition of the Native Americans high in honor, and I will wear these sacred feathers with pride. And hopefully one day I will reach to the heights to where the proud eagle soars high, where Chief Jay Strongbow and Chief Wahoo McDaniels have been. And there's only one thing left, and that is to don the war bonnet. Ladies and gentlemen, Tatanka! Ja, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu den Superstars der World Wrestling Federation am heutigen Montag. Und wir haben etwas ungewöhnlich begonnen, nämlich mit der Überreichung eines neuen Kopfschmucks an Tatanka durch 3 Häuptlinge. Den Häuptling seines Stammes Little Turtle, Chief Little Turtle, also Häuptling Kleine Schildkröte, Chief Jay Strongbow und Chief Wahoo McDaniels, die letzten beiden auch sehr bekannte Wrestler aus einem früheren Zeitalter, muss man fast schon sagen, sprich den 60er, 70er Jahren. Ja, und Tatanka hat gleich wieder einen Mann auf den Plan gerufen, der ihm was zu sagen hat. IRS, dazu später mehr. Jetzt allerdings zu Tatankas erste Match mit dem neuen Kopfschmuck. Ja, sehr, sehr wichtig für ihn. Dieser Kopfschmuck heißt ja doch, dass alle Indianerstämme, die hier vertreten waren, es akzeptieren, dass er für sie eintritt. Für die Einheit der Stämme, dass er auch durch die rote Haarsträhne, die auch ab und zu bei ihm zu sehen ist, signalisiert. Schade nur, dass er den Kopfschmuck jetzt abnehmen muss, aber der würde ja beim Kampf doch zu sehr stören. Das mit Sicherheit, aber Tatanka ist sehr, sehr stolz darauf. Sie haben auch gesehen, es sind ihm die Tränen gekommen. Er war gerührt, als er schwor, diesen Kopfschmuck mit den heiligen Adlerfedern würdig zu tragen und nie quasi zu beflecken. Aber jetzt muss er erstmal sehen, dass er gegen den Brooklyn Brawler unbeschadet aus der Affäre kommt. Denn das ist, wie wir oft sagen, ein sehr kantiger, rauer Mann. Er macht das sehr gut, blockt den Hip-Toss ab, dann bringt er seinerseits einen an. Ein Bodyslam, so die Handkanten, das kennen wir von Tatanka. Will natürlich mit dem neuen Kopfschmuck gleich richtig loslegen. Das scheint ihm auch zu gelingen, ein harter Whip-In. Der Brooklyn Brawler knallt in die Ringecke. Ein weiterer Whip-In, wird der genauso heftig werden, jawohl. Aber da kann der Brawler ausweichen und Tatanka stürmt in die Ringecke. Ja, da wollte er vielleicht ein bisschen zu viel. Der Brawler setzt nach. Clothesline. Jetzt muss er erstmal durchatmen. Dieses Tempo ist wirklich gewaltig, dass Tatanka da auch geht. Aber der Brawler setzt natürlich nach. Ja, man kennt ihn. Er ist eigentlich eher etwas langsam, etwas behäbig, hat normalerweise gegen die absoluten Top-Superstars am Anfang seine Probleme, kommt aber im Verlauf des Matches doch immer besser in den Kampf hinein. Er ist also quasi ein Turnier-Wrestler. Das wäre mit Sicherheit der Fall. Und wir hören mal IRS. Fact, you got a gift. Fact, it's a sacred Indian headdress. Fact, you owe a gift tax. And I'm gonna be right here waiting for you, just so you understand, Tatanka, that you're gonna pay every cent you owe. Ja, interessante Ausführung von IRS. Er sagt, Tatanka, du hast gerade ein Geschenk erhalten, ein wertvolles Geschenk. Dafür musst du auch deine Schenkungssteuer bezahlen. Und ich, also IRS, werde dafür sorgen, dass du jeden Cent, den du schuldig bist, auch abführst. Ja, also dieser Mann weiß wirklich, wie er sich Feinde macht. Er hat, als hätte er nicht schon genug. Es gibt genug Leute, die gerne an seiner Krawatte herumreißen. Tatanka wird das wahrscheinlich jetzt auch noch liebend gerne tun. Aber er hat zuerst einmal, wie gesagt, den Brooklyn Brawler zu besiegen und scheint jetzt wieder auf dem Weg nach vorne zu sein. Scheint sich doch von den Attacken des Brawler erholt zu haben. Ja, die beiden im Ring schenken sich nichts. Da müssen sie also keine Angst haben, dass IRS da Schenkungssteuer verlangt. Aber ansonsten schon ein bisschen lächerlich. Da müsste man für jede Kleinigkeit Steuern bezahlen. Sollte man IRS vielleicht mal aufklären, dass es da gewisse Richtlinien gibt. Ja, aber das Steuersystem in den USA ist wesentlich umfangreicher und wesentlich komplizierter als bei uns. Es gibt auch wesentlich mehr Steuern als bei uns. Ich frage mich nur, wann es eine gute Luftsteuer gibt. Auf jeden Fall hat Tatanka dieses Match durch seinen Fallaway Slam für sich entscheiden können. Wir schauen uns jetzt auch gleich noch einmal die Zeitlupe an. Erst wird noch ein bisschen gefeiert. Dann gibt es sicher auch gleich wieder den Kopfschmuck. Und das Anfeuerungszeichen, das Tomahawk
Und hier ist die Zeitlupe. Wir haben noch einmal den Fallaway Slam für sie eingefangen. So, und jetzt zieht sich Tatanka diesen Kopfschmuck wieder an. Er trägt ihn mit Würde. Wir wissen um seinen Stolz als Lambi-Indianer. Aber sieht gar nicht so schlecht aus, dieses Ding. Ja, die Kinder begeistert hätten sowas sicher gerne für Karneval. IRS taucht tatsächlich in der Halle auf, beschimpft hier erstmal Tatanka, das wären Hühnerfedern, die er da trägt. Ja, und er weist ihn doch einmal darauf hin, die Schenkungssteuer zu zahlen. Ich weiß nicht, wie Tatanka darauf reagiert, doch hier gibt es unmissverständlich zu verstehen, er hat keinen Respekt vor IRS. Und wir kommen jetzt zu einem Tag-Team, das bei WrestleMania 10 dabei sein wird. One, two, straight from the ghetto. Man on the bitches in the house, yeah. Man on the bitches in the house, check it. Man on the bitches in the house, check it. Man on the bitches in the house. Come on, throw your hands to the air and wave a minute at this man. Are you ready to get busy with this? On the bitches, everybody say, oh yeah, oh yeah. Somebody in the house say, oh. Ja, das scheint so die New York-Sendung zu sein. Zu Beginn erst den Brooklyn Brawler und jetzt die Jungs aus der Bronx. Man on a Mission, Mabel, Oscar und Mo. Ja, und ihre Gegner sind heute Jim Messenger, den sehen wir hier gerade, und Todd Marta. Mo hat es sofort mit Messenger zu tun, ein Mann, der ihm gewichtsmäßig fast ebenbürtig ist und es sofort mit einem Full Nelson versucht. Ja, gute Taktik eigentlich von Messenger, denn er ist ja größenmäßig Mo überlegen und da ist der Full Nelson ein guter Griff, aber Mo ist einfach zu wendig. Und Messenger setzt seine Masse ein. Mo genau in der falschen Ecke, das muss man mal sagen. Jetzt kommt Todd Marta in den Ring, also die beiden verkaufen sich doch hier ziemlich gut im Anfangsstadium dieses Matches. Schon wieder ein Wechsel. Soll natürlich nur dazu dienen, einen Double-Team-Move anzubringen. Also zu zweit Mo in der, wie du es gesagt hast, Carsten, falschen Ecke weiter zu beschäftigen. Ja, aber es sieht so aus, als könnten Jim Messengers Attacken Mo nicht allzu viel anhaben. Ein Reversal hier von ihm und ein Tritt in den Magen. Jetzt scheint Mo doch so richtig loszulegen. Er macht einen Flip, trifft da mit den Beinen, macht er genau an der Brust. Tolle Aktion von ihm, da wollte er wohl zeigen, Junge, ich habe noch einige Sachen drauf, die kennst du noch gar nicht. Whip nun. Und der Drop-Toe-Hold-Takedown, ein Leg-Drop von Mabel. Also ich glaube, Jim Messenger dürfte bald soweit sein und den Finishing-Move, den Hip-Hop-Drop, hinnehmen müssen. Ja, den würden wir gerne sehen. Headbutt von Messenger gegen Messenger von Mabel. Sitzt auch genau. Oh, hast du diesen Elbow-Drop gesehen? Da merkt man direkt im Flug die Freude bei Mabel. Ja, also Mabel ist auch erstaunlich gewandt für seine Größe und sein Gewicht, das muss man schon mal sagen. Und fährt jetzt auch das Bein aus nach dem Whip-In. Eine unglaubliche Aktion. Natürlich muss sich Mabel da nicht allzu viel bewegen, aber er macht das alles sehr effektiv. Ja, Body Slam, auch der kommt sehr hoch. Und die Quebecers haben offensichtlich was zu sagen. Hallo, Johnny! Ja, wir möchten eigentlich von Ihnen mal ganz gerne wissen, ob Sie glauben, die Gürtel verlieren zu können. No, baby, no, baby, no! Let me tell you something, everybody in TV land. You're coming into WrestleMania 10 MOMs without the belts, and you're gonna leave without the belts at WrestleMania 10. Oh yeah! Oh yeah! Ja, die Antwort, glaube ich, war eindeutig gut zu verstehen. Nein, was sollen sie auch sonst sagen? Sie glauben natürlich nicht, ihre Gürtel und damit den Titel zu verlieren.
Men on a Mission werden ohne Gürtel ankommen bei WrestleMania 10 und auch ohne Gürtel wieder gehen. Das zumindest ist die Meinung der Quebecers. Nicht unbedingt deckungsgleich mit unserer. Hier haben wir eben gerade den Hip-Hop-Drop gesehen. Also ein Flying Bulldog auf den Gegner mit Hilfe des eigenen Partners. Men on a Mission haben wieder einmal gewonnen. Wie so oft eigentlich, denn nicht umsonst haben sie ihren Titelkampf bekommen. Und wir kommen weiter zu Ray Rougeau und Face to Face. Guten Tag, Karsten and Gunther. Well, the WWF European Tour is well underway, but not over. Fans, you can see your greatest World Wrestling Federation superstars live, and you can see them Morgan in Oldenburg, Weser Ems Halle. You can see him Diesen Mittwoch, ein Zeltweg Österreich, Eichfeldhalle. Diesen Donnerstag, Wels Österreich, Jubiläumshalle. All right, so don't miss out on this great opportunity to see the greatest WWF superstars in action live. All right, WrestleMania 10, right around the corner, and you can see WrestleMania 10 on Samstag, 9. April, on RTL 2. All right, in some of the matches to take place, the Quebecer Jacques and Pierre defend their WWF Tag Team titles against the challengers, Men on a Mission. For the Intercontinental Championship, Razor Ramon defends his title against the self-proclaimed undisputed champion, Shawn Michaels. This has been designated a ladder match. In one of the main events, Lex Luger takes on the reigning World Wrestling Federation champion, Yokozuna. Yokozuna seems invincible in the World Wrestling Federation. Well, he's going to have quite a challenge on his hands. He will face Lex Luger. Now, the winner of this match will defend the WWF Championship to Bret the Hitman Hart. For the first time, the World Wrestling Federation title will be defended twice in one day. I also caught up with Jim Cornette earlier on, and I asked him what his thoughts were about the WrestleMania 10 situation and who concerns him the most, Lex or Bret. Well, I've got a lot of thoughts, and so does Mr. Fuji, about WrestleMania. A lot of words come to mind when you think about WrestleMania. Bribery, extortion, frame-up, political intrigue, espionage, maybe conspiracy. Those are all words that come to mind because you see, all the World Wrestling Federation officials, they've been trying to find some savior, some white knight in shining armor that can come and beat Yokozuna for the World Wrestling Federation title. Haven't done it yet. They haven't found nobody. So what do? They start stacking them up one on top of another. Line them up. Yokozuna will knock them down one at a time. Boom, 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 just like that. Just like ducks in a shooting gallery. But when you talk about Lex Luger and Bret Hart, who does concern us the most? Well, in this given situation at WrestleMania, Lex Luger concerns us the most because, you see, he's going to be the fresh one. Yokozuna and Luger meet head up in the first title match of the day, and then the winner of that match goes on to face Bret Hart, who will already have wrestled his little brother Owen, who's looking to make a name for himself in a big way right there at WrestleMania. So Luger's going to be the fresh guy. Bret Hart will already have wrestled once in the day. And Luger, I guarantee you this, we know what to watch out for after SummerSlam. We know about the steel implant in the forearm. We know all your tricks. We know all your schemes. So Yokozuna will be prepared for you. And then Bret Hart will get in that ring already having been worn down with his tongue hanging out. And that's when Yokozuna will capitalize and take full advantage of that. Fans, WrestleMania 10 is less than 2 weeks away. On Samstag, 9. April, on RTL 2. Auf vielfachen Wunsch ist die deutsche World Wrestling Federation Hotline wieder da. Hören Sie die neuesten Informationen und Gerüchte aus der World Wrestling Federation. Außerdem im täglichen Wechsel ein Interview mit einem der Superstars und dann natürlich das große Quiz, bei dem Sie ein Treffen mit einem der World Wrestling Federation Superstars hier in Deutschland gewinnen können. Worauf warten Sie noch? I can't believe it! Both men went over the top rope at the same time! Then came the executive decision.
As co-winners of the WWF Royal Rumble match, both Lex Luger and Bret Hart unquestionably deserve the opportunity to challenge the WWF champion at WrestleMania 10. For the first time ever, the World Wrestling Federation Championship will be up for grabs 2 times at WrestleMania. Lex Luger, made in the USA, battles the mammoth 600-pound reigning champion Yokozuna. I took you down once, Yokozuna. I'll take you down again. Then the winner defends the title against Bret Hart, who must first battle his vengeful brother Owen. After I'm done with you, my brother, you won't have anything left. 2 championship matches in one historic event. WrestleMania 10, 10 years in the making. Coming soon to a TV near you. Ja, Sie haben es gesehen, liebe Zuschauer, das erwartet Sie unter anderem bei WrestleMania 10. Und hier schon ein Mädchen, das mit den WrestleMania 10 Klamotten ausgestattet worden ist. Und sie kündigt uns die nächsten Teilnehmer des nächsten Matches an. 231 pounds, Shawn Michaels. And his opponent weighs 225 pounds. From Freehold, New Jersey, Mike Moraldo. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I make them hot. I make them shiver. They're easily weak. Whenever I'm around, they see me walk. They hear me talk. I make them feel like they're on cloud nine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. Eat your heart out, girl. Hands off the merchandise. Just a sexy boy. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. So, jetzt haben wir genug Sexy Boy gehört. Jetzt muss er mal zeigen, was er wert ist. Die Gastringsprecherin in diesem Fall war Amy Falkenbach, also ein deutscher Name, ist mit Sicherheit auch deutschstämmig. Da gibt es ja sehr, sehr viele Menschen in den USA. Und der Gegner von Shawn Michaels ist in diesem Fall Mike Moraldo aus Freehold, New Jersey. Ja, schön dieser Blick der Kamera. Diesel hat ein besonderes Utensil mitgebracht, die Leiter. In Anspielung natürlich auf das Leitermatch bei WrestleMania 10, wo es um den Titel des Intercontinental Champ geht. Ja, vielleicht will sich ja Shawn Michaels schon mal auf dieses Match seelisch vorbereiten und bringt die Leiter schon mal mit zum Ring. Oder vielleicht will er auch in einem Fernduell Razor Ramon ein bisschen beeindrucken. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss er jetzt erst einmal mit Mike Moraldo fertig werden. Und das sieht momentan für ihn nicht allzu schlimm aus. Keine Probleme, da wirft er ihn raus aus dem Ring. Shawn Michaels macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Total durchtrainiert. Ja, vielleicht will er ein bisschen mit der Leiter üben, die irgendwann in den Ring holen. Das wäre natürlich jetzt verboten, ist nur bei dem Leitermatch erlaubt. Aber bei Shawn Michaels und Diesel weiß man ja nie so genau. Diesel ist natürlich wie immer ein treuer Gefährte von Shawn Michaels. Ganz im Gegenteil zu diesem Mann, dem guten alten Razor Ramon. He carried the ladder in today. Soon, WrestleMania, maybe he can carry you out. Ja, er hat's mitbekommen. Razor hat sofort die richtigen Worte. Du hast heute die Leiter mitgebracht zum Ring und bei WrestleMania 10 wird man dich vielleicht auf der Leiter dann hinaus befördern. Soll natürlich heißen, dass er den Kampf gewinnen wird. Ja, natürlich Razor Ramon, ganz klar. Also da dürfen wir uns auf ein hervorragendes Match gefasst machen. Denn diese Leitermatches, die haben es einfach in sich, speziell bei den Technikern. Das Cover hier von Shawn Michaels gegen Mike Moraldo, das war ein ganz, ganz leichter Sieg. Und wir haben gerade gehört, dass wir offenbar einige Bilder haben von Bastion Booger, der heute seinen Rückmatch gegen Earthquake bestreiten wird. Während seinen Vorbereitungen, da bin ich mal gespannt, was uns da die amerikanischen Kollegen anbieten können.
Erstmal bietet uns Shawn Michaels noch ein bisschen eine Show-Einlage. The speed in which Shawn Michaels ran up this ladder. Razor Ramon at WrestleMania 10. This is nothing compared to what I'm going to do to you. And on March 20th at WrestleMania 10, the Heartbreak Kid is going to make history by being the first three-time World Wrestling Federation Intercontinental Champion. I'm just a sexy boy. Ja, da haben wir Bastin Booger. Er verspeist offenbar gerade einen Donut. Scheint ihm gut zu schmecken. Das scheint seine Art der Vorbereitung zu sein. Die George Foreman-Diät. Also immer schön Hamburger. What's gonna happen when Little Richard comes to WWF at WrestleMania 10? You won't believe it. It's gonna be woo! A wop, babaloo, mouth, but loud bamboo! What you gonna do? Oh, 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 what you gonna oh, WrestleMania 10, it's gonna be a whole lot of woo! I like that. Welcome, everyone, to your WrestleMania report exclusively here on WWF Superstars. My name is Todd Pettengill, and I'll tell you what, nobody can do it like Little Richard. This guy does the hottest version of America the Beautiful you have ever heard. And he will kick off WrestleMania 10. It is scheduled for Sunday afternoon, March the 20th. That's in the States. Make sure you check time and availability where you live. It's going to be hot. In addition to Little Richard, who you just saw, we got the hottest heavies in Hollywood lined up. We have Jenny Garth, who plays Kelly on Beverly Hills 90210. We have Showtime's Cabbie Critics, Bucky and Vinny. Also scheduled to appear, Donnie Wahlberg, one of the hottest names in the music industry from NKO TV. We have also got one of the giants in the industry, who happens to be a personal friend of mine, of course. We met at a watermelon seed spitting contest in Mobile. I'm talking Burt Reynolds. This guy's done movies, stage work. Plus, he's got one of the hottest TV shows on right now, Evening Shade. It's going to be a blast. All of these celebrities will be part of the glitz and glamour that is WrestleMania. But along with the stars and pageantry, you get the greatest and most historic wrestling matches of all time. Let's run that extraordinary card of action, beginning with the two WWF Championship matches. This is an unprecedented first in the World Wrestling Federation. Lex Luger, of course, winning the coin toss. That means he earns the right to take on WWF champion Yokozuna first. That would mean Bret Hart would have to have a match under his belt, so he will take on brother Owen Hart in what has got to be an excruciatingly painful match for that entire family. Now, keep in mind, regardless of the outcome of the Bret and Owen match, the Hitman will meet the winner of the Lex-Yoko match. Later on, right here on WWF Superstars, our own Vince McMahon will speak with both the Hitman Bret Hart and Lex Luger, which should be extremely interesting to say the least. Now, keep in mind, there will also be two very special guest referees, one for each WWF Championship match, and they could be anybody. Right now, let's jump to a match that's been touted as a true classic. The Macho Man Randy Savage will meet Kona Crush head-on. Now, considering what happened 2 weeks ago on Monday Night Raw, the Macho Man certainly has even more of a grudge to settle with this man, Kona Crush. Savage! WrestleMania almost there. That's right, Macho Man. The clock is ticking, brother. Ooh. Come on down. Yeah. With all your experience, intensity, all these things that you think you got in your favor. Bring it to the ring, brother, because you're going against Crush, the powerhouse of the World Wrestling Federation, who hates your stinking guts. I'm telling you right now, Crush, you used to be a friend of mine, so you got to me here. Now I'm gonna get to you at WrestleMania 10 and beat you and humiliate you and embarrass you, yeah.
Now, remember, it wasn't so long ago that these two guys were great friends. Now they will meet once and for all to try and demolish one another. The Intercontinental Championship is also on the line as Razor Ramon defends against the self-proclaimed Intercontinental Champion, Shawn Michaels, in a ladder match. Just minutes ago, you saw Shawn Michaels in action, and you heard from Razor Ramon during that match. No doubt the Intercontinental battle will be tremendous. Another title on the line, the Tag Team Championship. Men on a Mission, who we also saw earlier, get their shot at the title when they try and take the belts away from the cocky Quebecers. The WWF Women's Championship is also on the line as champion Alundra Blaze defends her title against Leilani Kai. It's almost here, WrestleMania 10, and I will be defending my title with all my honor and integrity. And I do not plan on going to WrestleMania to lose. You will also see the very popular Earthquake taking on the destructive Atom Bomb. By the way, Earthquake is squaring off against Bastion Booger coming up next right here on WWF Superstars. So you may want to take your pictures off the wall. Now, in a mysterious mixed tag, Bam Bam Bigelow and his main squeeze, Luna, will take on Doink and Dink. Plus the big 10-man tag as the Smoking Guns team with Tatanka, the 1-2-3 Kid, and Thurman Sparky Plug to do battle with the Head Shrinkers, IRS, Double J Jeff Jarrett, and the model Rick Martel. This is, without question, the biggest weekend of the year in the World Wrestling Federation. I don't want you to miss a second of it. Yeah, I understand that, yes, it's been confirmed. Bastion Booger has finished eating his donuts and is now making his way to the ring for his match with Earthquake. So, hier haben wir also wirklich zwei wahre Giganten gegenüberstehen. Earthquake und Bastion Booger. Booger dicker und kleiner. Das hält sich also eigentlich schon die Waage. Und wir sehen es auch hier schon bei diesem ersten Shoulderblock von beiden. Keiner ist bereit, auch nur einen Zentimeter nachzugeben. Ja, gewichtsmäßig sind sie etwa gleich. Wie du es gesagt hast, Bastion Booger verteilt es mehr in die Breite. Earthquake ein bisschen mehr nur in die Höhe. Ist ja auch sehr breit. Ja, und da sehen wir schon einen Drop-Toe-Takedown und einen Dropkick von Earthquake hinterher. Also er scheint Bastion Booger die Revanche vermiesen zu wollen. Sie wissen ja, liebe Zuschauer, wir haben es ja schon gesagt, die beiden haben schon ein Match hinter sich, das Earthquake gewonnen hat. Und Booger wollte unbedingt den Rückkampf. Ja, ob er den jetzt immer noch will, das ist die Frage. Das sah fast schon so aus, als wolle er die Halle verlassen nach diesen Aktionen. Aber jetzt kehrt er zurück. Ein paar kräftige Schläge gegen Earthquake, die scheint sogar der zu spüren. Naja, also ich meine, immerhin wiegt Bastion Booger 182 Kilogramm. Das ist natürlich auch nicht gerade wenig. Earthquake ein bisschen mehr, 212. Also das sind zusammen locker mal fast 500 Kilogramm, die die beiden hier auf die Waage bringen. Und da spürt man natürlich solche Schläge schon. Weiter geht's in der Ecke, ganz klar, die beiden, da wird die Geschwindigkeit nicht die große Rolle spielen. Mehr die Kraft, das Durchhaltevermögen. Ja, und die Erfahrung der beiden natürlich, aber dann meldet sich Atom Bomb zu Wort. And Earthquake, it's Atom Bomb's chance to destroy the natural disaster. Earthquake, get ready to learn the true meaning of carnage, destruction, and ruin. Tja, also das waren eindeutige Aussagen von Harvey Whippleman und Atom Bomb. Sie sind sicher bei WrestleMania 10 Earthquake besiegen zu können. Also da möchte ich doch widersprechen, denn Earthquake ist ein Mann, der eine unglaubliche Kondition hat und natürlich eine Wahnsinnskraft, aber das sieht man ja selbst. Schöne Aktion von Earthquake. Da kommt der Big Splash
vom Bestienburger. Der meint natürlich, wie es sonst der Fall ist, der Gegner hängt in den Seilen hilflos. Earthquake wartet hinter ihm lauernd, bis sich Bestienburger umdreht. Und jetzt setzt er an, macht schon das Zeichen zum Beenden des Kampfes. Da kommt das Erdbeben und dann kommt natürlich gleich der Earthquake Splash. Da ist er auch schon, jawohl. 1, 2, 3, jawohl, Earthquake hat gewonnen gegen Bestienburger. Er ist für sein Match gegen Adam Bomb bestens gerüstet. Gentlemen, would you please welcome the two co-winners of the WWF Royal Rumble on their way to WrestleMania, on their way to having a golden opportunity 1 week approximately from today. Would you firstly welcome, he's made in the USA, his name is Lex Luger! WrestleMania, an unbelievable opportunity for both of you extraordinary athletes, both tremendous superstars, co-winners of the WWF Royal Rumble. However, hypothetically, let's assume for argument's sake that Lex Luger, you defeat Yokozuna for the championship. Let's assume that now, after your match with your brother, Owen, it's now the matchup between Bret Hart and Lex Luger. If we assume that, which would be a great matchup, no doubt, how would you counter the extraordinary technical skills of the Hitman, Lex? You know, as an athlete and as a competitor, not as a slight at all against Bret the Hitman Hart or any other of the worthy contenders who have had their shots recently for the title, I've waited too hard and too long to focus on anything but one man, and that's Yokozuna, and come out of there the champion. All right, well, with that in mind, Lex is obviously brimming with confidence, as well he should. But hypothetically, again, how would you counter a man of this extraordinary physical stature? How would you take on a man that exudes this kind of confidence, Bret? Well, it seems to me that everybody involved in this thing is exuding confidence. I know Yokozuna's got to be confident, and it's obvious that Lex Luger is confident. And I've never ever seen, in all the years that I've been in the World Wrestling Federation, have I ever seen anyone with the athletic prowess that you got, Lex Luger. You got a tremendous amount of ability. You got a tremendous physique. You're strong, you're fast. You're the only guy that's ever slammed Yokozuna. I think you should feel confident going in against Yokozuna. But the fact is, you talk about how hard you've worked. You better keep in mind how hard I've worked.
because I was robbed of the World Wrestling Federation title 1 year from WrestleMania. And when it comes to the excellence of execution, you may be a lot of things, Lex Luger, but I'll say one thing. I am, for one very, very good reason, the best there is, the best there was, and the best there ever will be. Well, there we have it. We know how you would counter that kind of confidence. Pretty obvious now, but Lex, how do you counter a man who truly and honestly believes he is the best there was and the best there is and the best there ever will be? Well, you know, I certainly partially concur with Bret the Hitman Hart. Throughout the history here in the World Wrestling Federation, I feel, bar none, there's never been a better technical wrestler, a more skilled wrestler, a man who has it all up here when he's in the wrestling ring. Bret, I hand it to you. But the part I don't totally concur with is, you say the best there is and the best there ever will be. Well, if we square off in WrestleMania 10, I guess we'll really find out. Well, ladies and gentlemen, there you have it. It could very well be one of these two men walking from the ring as the new World Wrestling Federation champion at WrestleMania 10. All I can say is, may the best man win! Now that presents an interesting problem. Hello, I'm Cy Sperling, the official hair consultant for WrestleMania 10, and I'm also the president of the Hair Club for Men. I'm not only the Hair Club president, but I'm also a client. We deal with all sorts of problems at the Hair Club for Men, but I must say that Mr. Bigelow would be quite a challenge. Here again is Mr. Bigelow now, and here's what he might look like after becoming a client. Far less menacing looking, don't you agree? Ja, da haben wir gerade die Aussage von Cy Sperling gehört. Damit sieht er nicht mehr ganz so bedrohlich aus. Das mag vielleicht stimmen, aber Günther, also ich persönlich finde, dass Bam Bam Bigelow mit einer Frisur, egal wie sie denn aussieht, irgendwie ein bisschen lächerlich wirkt. Man hat sich so an seinen Anblick gewöhnt, also ich weiß ja nicht. Ja, es gehört zu ihm. Seine Platte, die natürlich auch tätowiert ist, da würde das Gesamterscheinungsbild leiden drunter. Ja, vor allen Dingen würde er das ja auch nicht machen, denn diese Tätowierungen, die waren ja ziemlich teuer. Und warum sollte er die jetzt durch eine Haarpracht bedecken? Aber gut, Cy Sperling ist natürlich ein Mann, der die Superstars der World Wrestling Federation nicht so richtig gut kennt, sondern sie rein vom, ja, wie soll ich sagen, Friseurstandpunkt her betrachtet, ganz genau. Ja, er will Haare verkaufen, Toupets und so weiter, ganz klar, das ist sein Anliegen. So, das Anliegen dieses Herrn kennen wir natürlich. Das ist seinen Bruder Bret zu beleidigen, wo immer es geht. Das macht er natürlich auch, indem er die Bret Hart-Brille, die er immer noch trägt, zerstört. Ja, eigentlich nur zerreißen möchte er sie, das ist auch schon alles. Aber gut, die Frage ist natürlich, ob sich jetzt Owen Hart bei WrestleMania 10 gegen den Hitman wirklich behaupten kann, ob er diesen großen Sieg davonträgt, von dem er immer spricht. Aber ich muss ihm auch widersprechen, dem guten Owen. Er würde trotz allem nicht besser sein als der Hitman, denn es wäre nur ein Sieg und sonst gar nichts. Und jetzt muss er erstmal diesen Mann besiegen, nämlich Ben Jordan. Dieser Kampf natürlich darauf ausgelegt, seinem Bruder zu zeigen, wo es lang geht. Er hat wirklich gut trainiert, ist wieder vollkommen fit, nachdem er ja doch relativ lange verletzt war am Knie, auch die
Schiene trägt er nicht mehr, also alles wiederhergestellt. Und es wird sicher eine Herausforderung für Bret Hart, aber da hast du völlig recht, Carsten. Ein Sieg macht noch keinen Sommer. Nun ja, wir werden sehen, wie verbissen die beiden ans Werk gehen und ob Bret vielleicht doch irgendwie etwas Versöhnliches stiften will oder nicht. Das alles bleibt abzuwarten. Owen hat aber hier so seine Probleme gegen Ben Jordan. Der zeigt einige Armdrags, einen Dropkick, aber den zweiten Dropkick, den kann Owen Hart umgehen, indem er ganz einfach einen Schritt zurücktritt. Und das war's dann schon mit dem Angriffsschwung. Ja, da hat man die Fitness gesehen von Owen Hart. 3 Armdrags hintereinander. Dann ist er immer noch schnell genug, fit genug, um auszuweichen, dem Dropkick. Und jetzt greift er seinerseits an. Da gibt es kein Verschnaufen, keine Pause. Da kommt der Ellenbogen. Und dann der Ansatz zum Bodyslam. Da ist er auch schon. Und jetzt geht The Rocket auf das oberste Seil. Er als ein Luftakrobat absolut bekannt. Ich bin mal gespannt, was er uns da zeigen wird. Jawohl, einen Double Dropkick. Dann kommt er elegant wieder auf die Beine. Also das Wrestling können, das liegt den Harts wirklich im Blut. Das war ein bisschen Gesichtsausdruck in Richtung seines Bruders natürlich, der mit Sicherheit auch diesen Kampf beobachten wird, ist ganz klar. Ja, wir kennen ja Owen Hart, der bei den Matches von Bret Hart immer hinten in der Halle steht in letzter Zeit. Aber Bret hat das, glaube ich, gar nicht nötig. Denke ich nicht so. Dann will er den Sharpshooter ansetzen hier, Owen Hart. Natürlich auch das, um seinem Bruder zu zeigen, auch den kann ich besser. So die Meinung zumindest von Owen Hart. Ja, ein verbissenes Lächeln auf seinem Gesicht. The Rocket Owen Hart feiert einen weiteren Sieg, wartet ungeduldig auf WrestleMania 10 und hier sehen Sie schon wieder Ray Rougeau. Tour is well underway, but not over. So you can still see your greatest World Wrestling Federation superstars live in action. All right, we will be morgen in Oldenburg, Weser-Emshalle. Diesen Mittwoch ein Zeltweg, Österreich, Eichfeldhalle. Diesen Donnerstag, Wels, Österreich, Jubiläumshalle. All right, now if that's not enough, WrestleMania 10 is less than 2 weeks away. It's right around the corner, and you can see it on Samstag, 9. April, on RTL 2. Now, in some of the matches that you will see, for the Intercontinental Championship, Razor Ramon puts the title on the line. He will be facing the self-proclaimed undisputed champion, Shawn Michaels. This has been designated a ladder match. You will also see in tag team action, Jacques and Pierre the Quebecers defend their WWF tag team titles against Men on a Mission. Fans, WrestleMania 10 is the biggest WrestleMania of all times. 5 championship matches. This is a historic first. All right, earlier on, I caught up with Shawn Michaels, and I asked him if he was victorious at WrestleMania 10, what did he plan to do with Razor's belt? Oh, well, let me get this right. If Shawn Michaels is victorious, or when he's victorious at WrestleMania 10, it's still Razor's belt, huh? You know something? You guys and everybody in the World Wrestling Federation cannot stand the fact that the Heartbreak Kid is and always will be the undisputed World Wrestling Federation Intercontinental Champion. You can call it Razor's belt. You can call it anybody's belt. But I know, Big Daddy Cool knows, Razor Ramon knows, and all the fans of the World Wrestling Federation know that there is only one man that is the undisputed World Wrestling Federation Intercontinental Champion, and it is the Heartbreak Kid himself, Shawn Michaels. Like it. Fans, we know that both belts will be suspended above the ring during this match at WrestleMania 10. Which brings me to ask Razor the same question. If he wins the match, what will he do with Shawn Michaels' belt? First of all, Chico, when I win this ladder match at WrestleMania 10 in front of the whole world, what am I gonna do with Shawn's belt? I don't know. Maybe I throw it out into the crowd, huh? MSG, they go crazy. Maybe I melt it down, some new chains. Maybe I wear one on the front, one on the back. Maybe I sell it, buy me a new Cadillac. But one thing is for sure. There can only be one champ, and it's me. Fans, you can see WrestleMania 10. We're less than 2 weeks away. You can see it on Samstag, 9. April on RTL 2. And don't forget, there are still 3 days left in this WWF European Tour.
So, wir kommen zu unserem letzten Match für heute und da sehen wir auch gleich den Kampfsportler Kwang. Obwohl ich sagen muss, für einen Kampfsportler hat er eine sehr massive Figur. Aber warum auch nicht? Ich meine, wenn er sich damit trotz allem gut bewegen kann, dann macht ihn das doppelt gefährlich. Sein Gegner John Crystal. Ja, es gibt ja auch in den Kampfsportarten Gewichtsklassen, also beim Judo und so weiter. Er würde natürlich ins Superschwergewicht reichen. Kwang hat sich jetzt auch eine Musik zugelegt. Sitar-Klänge und dann der chinesische Gong. Eigentlich ganz nett. Ja, und vor allen Dingen ganz passend für seinen Kampfstil. Hier spuckt er wieder seinen grünen Rauch oder Sand oder was weiß ich, was das für ein Zeug ist. Ich bin ihm zum Glück noch nicht zu nahe gekommen, aber wer weiß, vielleicht passiert mir das eines Tages, dann werde ich es aus der Nähe miterleben. Dieses Match, Sie sehen es, in Monday Night Raw aufgezeichnet. Sie verlangen ja immer wieder nach Raw-Matches und wir versuchen Ihnen natürlich so viele wie möglich zu geben, aber das geht natürlich auch nicht immer. Harvey Whippleman, begeistert von seinem Schützling. Er bringt einen Chokeslam an am Boden, muss aber dort loslassen. Das kennen Sie inzwischen, denke ich, auch, die Regeln. Ja, Kwang, ein sehr schweigsamer Mann, den ich bisher noch kein Wort habe sprechen hören. Ein Reversal hier von John Crystal. Kwang weicht aus, fährt das Bein aus und streckt John Crystal nieder. Sofort das Cover, aber das sieht doch eigentlich recht leger aus. Aber es hat gereicht. John Crystal hat dem ganz nichts mehr entgegenzusetzen. Harvey Whippleman sieht aus wie irgendein so kleiner Ganove aus einem Kojak-Film der 70er Jahre. Da waren diese Jacken modern. Ja, und mit diesen Szenen verabschieden wir uns für heute. Seien Sie am Mittwoch wieder dabei bei der Challenge und den neuesten Entwicklungen zu WrestleMania 10. Heute Abend 21:25 Uhr. Nur echt bei RTL Cocoa.